Hi und willkommen zu meinem neuen Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bei mir gibt es heute eine ganz tolle Himbeerschmandwelle, die ist schnell gezaubert und schmeckt auch sehr gut. Wenn ihr die nachbacken möchtet, los geht's! Für den Teig für meinen Tortenboden nehme ich 125 Gramm weiche Butter, 125 Gramm Zucker, eine Prise Salz für den Geschmack, 3 Eier Größe M, 200 Gramm Mehl T405, ein halbes Päckchen Backpulver, 20 Gramm Kakao, 3 Esslöffel Milch und 125 Gramm frische Himbeeren. Als erstes schlage ich die Butter, den Zucker und das Salz cremig und gebe dann nach und nach die Eier dazu, bis die Masse irgendwann so aussieht. Dann siebe ich das Mehl und das Backpulver in die Schüssel und verarbeite alles zu einem Rührteig. Den sollte man nicht zu lange rühren, sonst wird der Kuchen später speckig. Als nächstes verteile ich etwas mehr als die Hälfte des Teiges in meiner Backform. Die habe ich vorab mit Butter eingefettet und mit Mehl bestäubt und sie hat einen Durchmesser von 26 cm. Dann stelle ich den hellen Teig erstmal zur Seite und mache den dunklen Teig fertig. Dafür mische ich den Kakao und die Milch unter den restlichen Teig und streiche den dunklen Teig auf den hellen. Den Kakao muss man unbedingt sieben, weil er sehr gerne verklumpt. Den Backofen heize ich schon mal auf 150 Grad Umluft vor und verteile dann die Himbeeren auf meinem Teig. Alle, die lieber mit Ober- und Unterhitze backen, sollten den Backofen bitte auf 175 Grad einstellen. Den Kuchen habe ich dann 30 Minuten gebacken. Macht auf jeden Fall einen Stäbchentest, weil jeder Backofen anders ist. Ich lasse den Tortenboden vollständig erkalten und mische dann 50 Gramm Schmand mit 200 Gramm Creme Fraiche, einem Esslöffel Zucker und 2 Päckchen Vanillezucker für den Belag und stelle dann die Mischung zur Seite. Dann schlage ich 300 ml kalte Sahne mit 3 Päckchen Sahnefestiger steif und hebe dann die geschlagene Sahne unter die Schmand-Creme Fraiche Mischung. Ihr könnt aber auch nur Schmand verwenden oder nur Creme Fraiche. Mit der Creme fülle ich erst die Vertiefungen, die durch die Himbeeren entstanden sind, auf und verstreiche dann die restliche Creme auf dem Tortenboden und dabei benutze ich einen Tortenring und die Tortenfolie. Und dann stelle ich die Torte für mindestens 3 Stunden kalt. Genau 3 Stunden später ist die Creme schön fest geworden. Ich habe den Tortenring und die Tortenfolie entfernt und werde sie jetzt mit etwas Kakao bestäuben und mit ein paar Himbeeren verzieren. Falls ihr die Torte am nächsten Tag servieren möchtet, dann reichen 2 Päckchen Sahnefestiger völlig aus. Die Torte ist echt lecker und die Creme ist nicht zu süß. Wenn euch das zu wenig Zucker ist, nehmt einfach 2 Esslöffel Zucker. Gebt mir einen Daumen hoch, wenn euch das Video gefallen hat. Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss!